Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Es geht weiter. Wir sind immer noch hier in Berlin in der letzten Ferienwoche. Leider zieht sich das mit dem Zimmer so ein bisschen hin, weil mein Mann auch noch einen kleinen Unfall hatte und sich den Ringfinger, die vordere Knochenspitze gebrochen hat oder wie auch immer und dementsprechend auch ein paar Tage dann so out war wegen seinem Wehwehchen. Aber ja, der Schrank steht jetzt, ist aufgebaut, Innenleben steht, zeige ich euch gleich. Jetzt können wir endlich die Klamotten ausräumen, aussortieren, was nicht mehr passt, was sie nicht mehr tragen und jetzt schön einräumen. Ich bin mal gespannt, wie das alles dann passt und dann können wir endlich den alten Schrank dann abreißen und dann können wir auch schauen, falls ihr das Video von letzter Woche gesehen habt. Wenn nicht, dann guckt es euch an, dann wisst ihr so ein bisschen update-mäßig, wie es denn so das Ganze aussieht. Wir werden auf jeden Fall dann richtig nochmal sehen, wie wir so alles hinstellen, die Betten und so, wenn der Schrank raus ist. Das Gute ist auch, dass wir auch theoretisch viel umstellen können, ne? Weil ich habe gemerkt, im letzten Video haben ein paar gesagt, dass sie es doch schöner finden mit den Betten gegenüber oder so, egal. Das Gute ist, ich kann es immer wieder umstellen, das ist das Tolle. Das finde ich immer ganz gut. Und schade, im letzten Video kam es so rüber, als hätte ich irgendwie alles komplett hier alleine entschieden, wie wir das Zimmer machen. Ja, das Ding ist halt, ich sag mal so, ich bin aktuell so ein bisschen Vlogging-faul, nennen wir es mal so. Zum einen, die Nicht-Muslime unter euch, die wissen es vielleicht nicht, aber so, wenn wir zu Hause hocken, wir tragen halt kein Kopftuch. So, wisst ihr, ich muss mich extra für euch immer zurecht machen und glaubt mir, ich bin so in letzter Zeit, ich habe einfach gar keine Lust, ne? Ich habe keine Lust, okay, muss ich mein Kopftuch anziehen, damit ich irgendwie vloggen kann oder so. Und genauso ist es halt ja jetzt auch mit den Mädels und so. Ich will denen ja auch nicht immer sagen, so, ja, jetzt zieht mal euer Kopftuch an, weil ich will euch filmen, so. Wisst ihr, was ich meine? Von daher hatte ich so dieses Ganze, dass wir das gemeinsam besprochen haben, wie denn so, wie sie sich das Zimmer vorstellen. Ich habe denen ja gefragt, ne, braucht ihr mehr Arbeitsplätze oder sagt ihr, nee, wir wollen mehr irgendwie so Chill-Ecken, wo wir schön sitzen können oder so. Was ist euch wichtig? Das habe ich alles mit denen gesprochen. Auch Farbkonzept, zum Beispiel Mariam. Du bist ja nicht so begeistert von dem Farbkonzept, ne? No. Nee, sie mag es zum Beispiel gar nicht. Dann habe ich gesagt, nee, du hast hier gar nichts mitzureden, weil es ist das Zimmer der Mädels. Ja, ist okay. Ne? Damit, Anna. Wir haben gesagt, ja, das ist ja das Zimmer der Mädels und die dürfen das entscheiden und nicht Mariam. Weil wenn es nach Mariam gehen würde, dann würde das Zimmer auch ganz anders aussehen. Ja, also, Mama liefert so ein bisschen die Inspiration, weil klar, die Mädels haben jetzt nicht so ein bisschen so die räumliche Wahrnehmung, wo sie sagen, ja, wie es denn jetzt irgendwie optisch ist, aber ja, ich habe halt die Szene nicht aufgefilmt, wie begeistert die waren mit der Tapete und der Teppich, der ist auch schon übrigens da und so weiter, deswegen. Ja, es ist wie es ist und lange Rede, kurzer Sinn, wir machen uns jetzt an den Schrank, ne? So, wer hilft mir jetzt? Wir haben jetzt gerade, Nachhilfe ist gerade unten. 3 machen gerade Nachhilfe, wir teilen immer so ein Grüppchen auf. Deswegen, wir können ja schon ein bisschen was starten, oder Anna? Ne? Du machst ja die zweite Runde. Und wenn die anderen dann fertig sind, machen wir dann da weiter. Und dann hoffe ich, dass wir, wie gesagt, heute auf jeden Fall den Schrank leer haben und vielleicht schon zusammenkloppen können. Dann kann ich ja meine Aggression rauslassen. Von euren Kommentaren vom letzten Video. Dann gucke ich mir die Kommentare. Nein, Spaß. Nee. Ich nehme immer gerne Kritik an und so weiter, wenn sie konstruktiv ist. Aber manchmal, wenn man schon sowieso so ein bisschen irgendwie so low ist, dann lasse ich mich doch manchmal so triggern von so ein paar Kommentaren und dann gehen sie mir doch mal auf die Pelle. Aber nun gut, es ist wie es ist, ne? Was ihr hier seht, sind immer so einzelne Momente. Man filmt nicht den ganzen Tag, ne? Es passieren so coole Dinge. Manchmal die Kinder machen so krasse, witzige Sachen. Die sind da nicht. Normalerweise müsste bei mir irgendwie, ja, ist halt so ein, ne? Ich müsste eigentlich so ein Kamerateam haben, was wirklich so von morgens bis abends hier ist und uns die ganze Zeit mit der Kamera begleitet und dann hast du von 12 Stunden Videomaterial dann insgesamt dann irgendwie eine halbe Stunde die coolsten Sachen vom ganzen Tag. Aber es ist halt, ne, es ist die Realität. Ich habe halt nicht immer so die Kamera so, oh ja, jetzt so, sondern, ne, in dem Moment sage ich, ja, jetzt filme ich und was halt dann gefilmt ist, wurde halt gefilmt. Und, machst du das jetzt extra? Nein, ich hab dich nicht verstanden. Wo? Guck die parallel mein Video.
Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich nehme halt das auf, was da ist, die Realität, und manchmal sind halt Dinge drauf, manchmal sind sie nicht drauf, so ist es halt. Ich mag halt auch nicht irgendwie alles so, ja, sag ich mal, inszenieren, dass man sagt, oh ja, jetzt macht es nochmal nach. Oh, sowas mag ich ja gar nicht. Das haben wir immer ganz oft nämlich gehabt, wenn wir so TV-Drehs gehabt haben. Dann war irgendeine Situation und dann hatten sie gerade nicht vom richtigen Winkel gefilmt oder so, oder der Ton war gerade nicht okay und ich sage, ja, könnt ihr das jetzt nochmal wiederholen? Ich sage, ja, toll. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Nun gut, jetzt starten wir und mein Gerede. Ne? Eigentlich normalerweise will ich mich noch ein bisschen bei euch ausheulen, aber vielleicht mache ich das im Laufe des Vlogs. Ich wollte euch noch Mariams fertiges Glas-Painting-Bild zeigen. Das hat sie ja im letzten Vlog, hatte sie das ja angefangen. Und dann hatte ich vergessen, das aufzunehmen, wie es fertig aussieht. Das finde ich richtig cool. Also einfach so ein Glas, ne, von einem Bilderrahmen oder irgendwas. Und dann hat sie das hinten erstmal mit so einem, ja, Edding- oder wasserfesten schwarzen Stift vorgezeichnet. Davor, also sie hat es sozusagen abgepostert und dann mit Acrylfarbe. Von der Seite sieht es witzig aus. So. Und dann sieht es so aus. Ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Sorry, Medium, jetzt habe ich da Fingerabdrücke drauf gemacht. Ist richtig so, Medium? Habe ich es wieder richtig hingestellt? Ja? Okay. Also, ist ja echt eine nice Idee. Worauf nicht die Kids alles so kommen, ne? Heutzutage. So, hier haben wir jetzt den fertigen Kleiderschrank. Er steht, Griffe sind dran. Wir haben ihn jetzt doch mehr mittig von der Wand platziert, weil ja der Schreibtisch doch ja hier wegkommt. Haben wir ja entschieden, deswegen haben wir den doch mittig. Sieht man jetzt nicht, weil die Kamera jetzt anders aufgestellt ist. Auf jeden Fall. Weil ich gemerkt, ich habe einen Korb unten vergessen. Den muss ich nochmal holen. Sieht man gar nicht. Nee, da. Ich habe den vergessen. Hier, da. Der eine Korb fehlt da unten. Habe ich nur 2 mitgenommen, obwohl ich 3 mitnehmen sollte. So, da fehlt der eine Korb. Aber ich muss ja dann nochmal die restlichen Sachen besorgen. Dann hole ich den. Und so sieht jetzt die Seite aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze dann jetzt einräumen. Ich muss mal echt schauen, weil ein Teil der Klamotten ist ja auch da in den Kommoden. Was wir jetzt hier rein tun und ob wir da noch was lassen. Sowas mag ich gar nicht so. Ich habe selber immer Probleme bei meinem Kleiderschrank. Aber hier ist natürlich auf jeden Fall so Kleider und so weiter. Oben, da kommen die ja nicht so gut ran. Ich denke, da kommen eher so Sachen, was sie nicht so immer brauchen. Und da unten, ja, weiß ich auch nicht. Wir legen erstmal los. Erstmal muss jetzt hier die ganzen Sachen aussortieren. Fangen wir mal damit an. Indem wir direkt aussortieren, was nicht mehr passt, was sie nicht tragen und was sie tragen, dann direkt rein. Ich denke mal, hier ist eher so gut für Pullis, Hosen, T-Shirts, sowas. So die Körbe sind dann, denke ich, eher so für Unterwäsche, Socken. Und bei den großen Körben, da weiß ich noch nicht. Vielleicht so eben für deren Kopftücher, denke ich, ist ganz gut, so ein Korb. Ja, mal gucken. Wir legen einfach mal los. Okay. Wir versuchen, beziehungsweise mal gucken, wir versuchen so ein Reel nachzumachen. Beziehungsweise die Jungs versuchen das. Mal gucken, ob es was wird. Wenn es was geworden ist, dann blende ich euch das natürlich ein. Oder ihr schaut bei Instagram vorbei. So? Nicht so übertrieben. So. So? Das war nicht Alle auf der Kopf! Auf der Fuß! Aber das war ein bisschen am Schieß, ist da auf der Decke. Was? Warte, Du, der
Teppich ist gewaschen. Spring aber normal. Ich? Kann ich springen? 1, 2, 3. Ja, ist okay. So, was ist die nächste? So, diese Mario-Dings so. Komm her. Warte. Ja, das Beste. Ah, jetzt das hier. Okay. Oh, die müssen nach vorne kommen. Nach vorne. Okay. Habt ihr das gesehen? Ja. Alles nach vorne. Aber auch von links. Ja, genau. Einfach so, ja. Die Geräusche gehört dir. Du auch auf, Okay, gut. So. Okay, warte, aber standen die versetzt? Okay, nein, Aber die haben auch immer so und so gemacht. Ja, ja, aber aber einfach nach vorne kommen, ne? nebeneinander. Geht ganz nach hinten zum Basketballkorb. Und dann springt er einfach so, kommt hier so nach vorne. So wie Die ganze Zeit Michael einfach. gemacht hat. Was springt wie Mario? Was da Ich bin aber nicht Mario. Ah, da denkt man sich, ach komm, wir machen mal so ein Reel nach, ne? Und dann voll schwer. Eieiei, ja, mal gucken, was draus wird. Nächster Tag. So, wir haben noch bis spät abends noch den Schrank eingeräumt. Ich zeige euch mal, wie wir das Ganze gemacht haben. Ihr könnt mir ja gerne Tipps geben. Ich meine, ich habe mal irgendwo mitbekommen, es gibt irgend so ein Faltsystem. Ich weiß nicht mal, wie das heißt. Falls ihr das wisst, schreibt mir das mal in die Kommentare. Dann google ich das mal. Bestimmt gibt es dazu auch YouTube-Videos, wo man so Schrank irgendwie so noch ordentlicher, systematisch einräumt und so. Sagt mir da gerne Bescheid. Da muss ich nochmal gucken. Ich zeige euch aber jetzt schon mal, wie das aussieht. Aber als erstes muss ich erstmal einkaufen gehen. Das steht nämlich an. Dann hat Malik Musa einen Arzttermin. Normal Kinderarzttermin. Jetzt wieder die normale Kinderimpfung, Auffrischung. Und dann, genau, und dann, wenn wir wieder da sind, bauen wir den Schrank auseinander, weil man meinte, die Lamentüren braucht er für irgendwas anderes. Und dann, ja, machen wir das kaputt, gucken wir, ob wir die Tapete abbekommen. Mal schauen, wie viel wir heute schaffen. Das ist leider so, ja, schade ist es halt nicht alles so in einem Video. Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr euch das lieber so gewünscht hättet. Ich werde euch auf jeden Fall Bescheid geben, wann denn das komplette Zimmer dann zu Ende ist. Dann wird es auf jeden Fall ja so ein Vorher-Nachher geben. Ich habe ja noch mal extra alles vorher abgefilmt, wie das Zimmer aussah. Das wird dann halt in irgendeinem anderen Vlog, wird es dann das wirklich richtige Vorher-Nachher geben. Jetzt ist es halt einfach, der aktuelle Alltag sieht halt so aus, ne, wie er aussieht. Genau, also jetzt, ich zeige euch mal, was wir aussortiert haben, wie es jetzt aussieht. Und dann geht es einkaufen, Kinderarzt und danach weiter an den Schrank. So, hier ist jetzt alles schön leer geräumt. Außer noch diese Ecke. Die machen wir dann später auch einfach schnell. Da sind dann noch ein bisschen deren Krimskrams-Sachen. Das kommt dann woanders hin. Erstmal provisorisch. Das sind jetzt die 2 Kartons, die die Kinder wieder aussortiert haben, was einfach ja zu klein ist, nicht mehr passt. Da muss ich auch mal schauen. Genau, meistens, falls ihr euch fragt, meistens entweder landen die Sachen auf dem Flohmarkt, wobei wir auch das meiste dann eher spenden. Und genau, es ist echt eine Menge zusammengekommen. Die spielen irgendwelche Spiele. So, und so sieht jetzt der Schrank eingeräumt aus. Wie gesagt, weiß nicht, ob das so systematisch jetzt alles so gut ist, aber ja, da oben haben sie so ihre Taschen. Das sind ja so eigentlich eher seltener, wenn sie die benutzen, können sie mit einem Hocker, kommen sie ran. Hier haben wir so die ganzen Kleider, Tunikas, Strickjacken und so, da alles aufgehangen. Hier haben sie noch ihre Rucksäcke für die Moschee, deswegen sind die da drin, weil da sind die ihre Korans drin. So, dann haben wir hier einfach mit deren Kopftüchern gemacht. Das hat Madame so einsortiert, finde ich ganz gut. Hier sind so ein bisschen Gürtel.
Wenn ich so gucke, habt ihr echt wenig Kopftücher dafür, dass ihr zu viel seid. Aber die Kollektion wird ja noch wachsen. Ist ja bei denen ja noch ganz neu. Dann haben wir hier so die Pullis reingetan. Das ist so ein Teil der Pullis. Und hier haben wir so T-Shirts gemacht. Auch der eine Teil. Und ja, hier ist so Unterwäsche. Unten fehlt ja eben noch der Korb. Hier haben wir so die Hosen, Röcke. Hier sind noch ein paar Sommerhosen. Mal gucken, ob die nächstes Jahr überhaupt noch passen. Wenn man eben viel aussortiert. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Also das meiste ist halt wirklich hier auf den Bügeln, merkt man. Und die Kommode habe ich jetzt so eingeräumt, dass sie halt wirklich eigentlich alle Sachen nur noch hier drin habe. Und hier sind eher so, halt so Pullis, was jetzt so nicht mehr, also so mehr so für zu Hause oder so, wie nennt man das, so zum dreckig machen, ach keine Ahnung, wie man sowas nennt. Hier haben sie ihre ganzen Jogginghosen. Hier sind auch noch mal T-Shirts und auch so ein bisschen so schlabberige Sachen. Hier sind so ganzen Leggings. Ach so, ja, und hier haben wir so die Pyjamas reingetan. Genau, und jetzt habe ich hier 2 leere Fächer. Da muss er dann noch mal gucken. Beziehungsweise 3 leere Fächer. Also das ist so erstmal das System. Wahrscheinlich wird sich noch ein bisschen was ändern, aber so ist der aktuelle Stand. Was mir dabei gerade eingefallen ist, mich würde ja mal interessieren, ich weiß nicht, ich habe das von meiner Kindheit übernommen. Bei uns gab es immer so, also bei uns war es immer so, wenn wir nach Hause gekommen sind, wir haben uns immer direkt umgezogen. Ich weiß nicht, warum unsere Eltern uns das so, ich glaube, die haben es uns halt so beigebracht, ne, dass halt, wenn man so in der Schule war mit, sage ich jetzt mal, Jeanshose und so. Und ich glaube, einerseits auch aus Bequemlichkeitsgründen. Also ich und mein Bruder, immer wenn wir nach Hause gekommen sind, wir haben uns als erstes umgezogen. Immer in so eben Jogging-Sachen und so weiter. Damit es einfach bequem ist. Und ich denke mal auch, um die Sachen zu schonen oder so zu Hause. Und das ist bei uns halt genauso. Also ich sowieso zum Beispiel. Wenn ich nach Hause komme, ich muss mich direkt umziehen. Also ich trage ungern die Sachen, die ich draußen anziehe, so zu Hause. Wisst ihr, bei Kochen, Putzen und so, dann ist mir es zu schade. Es sei denn, ich bin irgendwie sowieso unterwegs und Vlog und so, dann ist was anderes. Zum Beispiel jetzt bin ich ja auch angezogen. Angezogen bin ich in den meisten Fällen. Aber ihr wisst, was ich meine. Und genauso ist es bei den Kids. Die kommen nach Hause und die ziehen sich sofort um. Ich glaube aber, das hat auch was mit Gemütlichkeit zu tun, oder? Wer hat denn Lust, irgendwie den ganzen Tag mit einer Jeans rumzulaufen oder so? Irgendwie, ne? Habt ihr auch eure so Schlabbersachen zu Hause, wo, wenn ihr nach Hause kommt, euch direkt so umziehen müsst? Das würde mich mal interessieren, weil ich habe mich echt ein paar Mal so gefragt, ob ich die Einzige bin oder sind das viele so? Median, was meinst du? Ich glaube, meisten Leute sind doch so, dass wenn die nach Hause kommen, dass die sich umziehen, oder? Zieht ihr euch um, wenn ihr nach Hause kommt, in Schlabbersachen oder so oder bequeme Sachen? Oder läuft ihr den ganzen Tag mit den Sachen rum, die ihr morgens angezogen habt? Genau, das könnt ihr mir beantworten. Und jetzt geht's erstmal zum Einkaufen. Nee, immer noch nicht. So, Einkauf nach Hause gebracht, Kind abgeholt und jetzt geht es einmal zum Kinderarzt. Freust du dich schon auf deine Spritzi? Ist schon länger her, war? Die letzte Impfung, wann hattet ihr die denn? Wann hat man denn immer so die Kinderzeit und dann ist jetzt Auffrischung. Ich weiß nicht, ob das Tetanus ist oder... Ich glaube Tetanus und so ist das Auffrischung. Ja, gibt's im Oberarm. Hm? Ja, deine Geschwister sind auch noch dran, ne? Die sind beim nächsten Termin, kriegen sie auch. Ich glaube, danach war es ja. Das sind ja jetzt die letzten. Morgen gibt es dann eine dicke Beule. Meinst du? Nö, vielleicht tut dein Arm morgen ein bisschen weh. Meiner tut weh. Ist aufgeregt? Alles ja. Ein Problem ganz. Eins auch wieder. Vati, magst du mal deinen schönen Finger zeigen? Ich habe gesagt von deinem Unfall. Dein schöner Plastikfinger. Ja, jetzt musst du aber noch einmal zur Kontrolle. Vergiss nicht. Vielleicht muss da ein schöner Draht noch rein. Und dann auch noch der rechte. Aber Schrankabbau machen wir später weiter, ne? Ja. Kriegen wir hin. Gut. So. Impfung tapfer überstanden. Dafür gibt es jetzt den Elefanten. Sogar Maske dran. Ja. Und war schlimm?
Nee, aber du darfst heute kein Basketball mehr spielen. So, ich bereite jetzt schon mal das Abendessen vor und ich dachte, ich zeige es euch mal ganz kurz, vielleicht so eine kleine Inspiration. Wenn ihr nicht wisst, was ihr kochen sollt, das ist immer so, das mache ich nämlich in letzter Zeit sehr, sehr oft. Wenn ich nicht weiß, was ich kochen soll, beziehungsweise es so schnell gehen muss, aber trotzdem halt gesund und kein Fertiggerichte oder so. Ja, weil das ist so gar nicht meins. Das einzige Fertiggericht, was bei uns mal auf den Tisch kommt, sind ab und zu Fischstäbchen. Ansonsten wird eigentlich immer frisch gekocht. Aber manchmal gehen mir so die Ideen aus oder ich habe auch keine Lust, ist mir zu aufwendig oder so. Deswegen ist das ganz ein schnelles Gericht. Ne? Ansonsten gibt es ja immer super viele schnelle Nudelgerichte. Aber was ich super gerne mache, ist Gemüsebulgur-Reis, weil das ist halt auch so ein One-Pot-Gericht. Deswegen, und das kann man so variieren, wie es einem schmeckt und geht halt einfach super schnell und ist sehr, sehr lecker und man kriegt viele damit satt. Das zeige ich euch mal kurz und dann, hoffentlich machen wir dann gleich so ein bisschen was vom Schrank. Denn als wir wiedergekommen sind, waren alle hungrig, haben wir was gegessen und dann waren alle so ein bisschen müde. Mein Mann hat ein kleines Nickerchen gemacht. Ich habe ein bisschen Hausarbeit gemacht. Deswegen, ja, setze ich schon mal das Essen auf und dann machen wir mal den Schrank weiter. Und ich zeige euch mal die ganzen Zutaten, die wir für das Abendessen brauchen. Und dazu gibt es dann noch meinen Gurkensalat. Den zeige ich euch auch. Der ist auch super lecker. Der passt auch gerade zu solchen Gerichten sehr, sehr gut. Das sind jetzt die Zutaten, die wir für den Gemüsebulgur brauchen. Eigentlich nur Gemüse und Bulgur. Das ist die Hauptzutat. Also ich schmeiße immer alles Gemüse, was ich da habe, so meistens rein. Ihr könnt da wirklich nehmen, was ihr wollt. Ich tue auch noch gerne eigentlich immer braune Erbsen. Also grüne Erbsen noch mit rein, aber die habe ich nicht mehr. Bei mir kommen jetzt halt Zwiebel, Knoblauch, das ist so die Basis. Dann mache ich ein paar Karotten rein. Hier habe ich solche türkischen Spitzpaprika oder ja, da gibt es ja ein scharf und nicht scharf, die ist jetzt nicht scharf. Ein bisschen Zucchini, rote Paprika und Champignons. Das ist so das Gemüse, was ich benutzen werde. Das wird alles klein gewürfelt. Dann könnt ihr frische Tomaten oder gestückelte Tomaten aus der Dose, ein bisschen Tomatenmark. Das wird halt alles angeschwitzt und dann kommt eigentlich nur noch dieser Bulgur drauf. Ein bisschen Gemüsebrühe, Gewürze und das war's dann. Aber ja, jetzt wird erstmal geschnippelt. Das können immer die Kinder übernehmen oder mit so einem Schnippelgerät. Dann ist alles in gleichmäßige Würfel geschnitten. Da kann gleich die Maddie, macht das gerne. Und dann geht es eigentlich super schnell. Ne? Und wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, dann kann man auch wirklich so... gibt es ja auch so fertig schon gefrorene Gemüsemischungen nehmen oder so und dann wirklich einfach reinhauen und dann Bulgur drauf und das Ganze mit Flüssigkeit aufgießen und schmeckt einfach super, super lecker. Und hier habe ich ja noch unsere Gurken aus dem Garten, deswegen gibt es da noch Gurkensalat. Der besteht auch aus nur 3 Zutaten eigentlich oder 4 Gurken, Joghurt, ein bisschen Schmand und dann auch Knoblauch, Dill, Salz, Pfeffer, das war's. Also auch super schnell, aber schmeckt sehr, sehr gut. So, ich brate jetzt das ganze Gemüse an. Erstmal das, was länger braucht und dann den Rest. Dann kommen die Champignons und dann die Zucchini und Paprika. Das sieht viel aus, aber nach dem Braten ist das alles total geschrumpft. Und dann kommen die Tomatenmark dazu und dann zum Schluss der Bulgur. Und dann, also es geht einfach super schnell. Also der Bulgur braucht echt nicht lange. Er braucht höchstens 10-15 Minuten, bis er durch ist. Und das war's dann. So, jetzt ist das ganze Gemüse schön angebraten. Ich habe auch das Tomatenmark jetzt zum Schluss angebraten. Und jetzt würzen wir das Ganze einmal mit Pfeffer. Pfeffer mit der Portion. Dann habe ich hier so ein bisschen Paprika. Das ist ganz gut. So. Dann Gemüsebrühe, die muss überall rein. Aber bitte die ohne Geschmacksverstärker. Keine Vegeta, sondern vernünftige Gemüsebrühe. Salz natürlich, da kommt ja noch der Bulgur rein, also kräftig würzen. Weil, wie gesagt, da kommt ja noch der Bulgur rein und der Topf wird überquellen. Und was ich noch dazu ganz gut finde, ich mag dieses Gewürz, dieses
Ras El Hanout Gewürzmischung. Ist ja mit Ingwer. Was ist da? Pfeffer, Kumin, Koriander, Muskat, Nelken, Zimt, Piment, Anis. Aber ich finde gerade hier drinne schmeckt es richtig lecker. Deswegen kommt davon auch noch was rein. So. Und jetzt nur noch die Tomaten, der Bulgur und ein bisschen Wasser. Ich mache das alles nach Augenmaß. So, jetzt sind die Tomaten und der Bulgur auch drin. Jetzt kommt noch ein bisschen gekochtes Wasser. Das ist bei mir immer alles so Augenmaß. Der Bulgur braucht ja nicht so viel Flüssigkeit. So. Das ist ein bisschen voll, aber so mache ich das immer. So, ein bisschen schön umrühren. So. Das reicht auch. Da kommt noch der Deckel rauf und das jetzt 15 Minuten ziehen lassen auf niedriger Stufe. Also auf ganz kleiner Stufe. Ich mache es jetzt hier bei mir auf 3. Und dann ist das Ganze fertig. So, für den Gurkensalat habe ich jetzt hier Joghurt, ein Becher Schmand, also 1 Kilo Joghurt, ein Becher Schmand. Dann habe ich frischen Dill klein geschnitten. Dann mache ich gerne nochmal getrockneten Dill, damit es auch schön intensiv nach Dill schmeckt. Dann natürlich Salz. So. Und Knoblauch. Da muss ich immer aufpassen, weil wenn ich Medium den Gurkensalat machen lasse, tut die da 3 ganze Knoblauchzehen, so fette rein. Letztens dachte ich, ich sterbe abends. Ich so, kann doch nicht wahr sein. Die übertreibt so mit dem Knoblauch. Nee, das reicht vollkommen. So, dann wird das Ganze verrührt. Und dann einfach die Gurken hier in feine Scheibchen gehobelt. Und das war es eigentlich super einfach, aber es ist echt so eine leckere Beilage. Das Ganze könnt ihr auch vegan machen. Also ich habe das schon öfters gemacht. Da passt nämlich der Alproskia ganz gut dazu. Und da auch den normale Sojajoghurt. Und dann diese Creme Vega. Genau, von Dr. Oetker. Diese kleine grüne Becher. Das schmeckt auch Bombe, also da merkt man gar keinen Unterschied. Also ich habe es schon so oft mit veganem Joghurt und alles gemacht und da haben die Kinder keinen Unterschied gemerkt. Vor allem, wenn da eben dann noch die Creme Vega reinkommt. Genau, also könnt ihr auch sehr gut veganisieren. Und dazu gibt es noch eine Linsensuppe. Die ist ja super einfach, zeige ich euch jetzt nicht. Ist ja einfach nur Zwiebel, Kartoffel, bisschen Linsen, Wasser, Gemüsebrühe, Tomatenmark. Das war's. Ja, super easy. Hier haben wir jetzt das fertige Abendessen und zwar einmal die türkische Linsensuppe, dann hier eben der Gemüsebulgur. Das ist so schlicht, aber es schmeckt einfach so lecker. Ich könnte mich da immer reinlegen. Und dazu eben noch der Gurkensalat. Das passt sehr, sehr gut. Natürlich könntet ihr hier noch als Beilage Fisch oder Fleisch oder sowas noch dazu geben, ne? Aber ich finde das halt auch alleine so sehr lecker und das Ganze, wenn ihr da eben den Joghurt ersetzt, wäre das ganze komplette Menü dann auch noch vegan. Also hier, falls es euch interessiert, eine kleine Inspiration. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. So, Herr Themis macht schon mal die Türen ab. Was machst du damit? Für was brauchst du die? Für was wirst du die gebrauchen? Ja, das sind Lamellentüren, die kann man immer gebrauchen. Kann man immer gebrauchen, okay. Und den Rest wird das abgeklopft oder was machen wir damit? Weil das ist ja so reingenagelt, ne? Das kann man ja nicht abschrauben. Hast du so eine Brechstange da? Mhm. Okay, gut. Also erstmal Türen ab. Die kann man wiederverwerten. Und dann schauen wir mal. Ja, alle sind gespannt. Jeder will irgendwie den Schrank kaputt klopfen. Was gut ist, ich dachte, dass das aus viel mehr besteht, der Schrank. Dabei ist das ja hier schon die Decke. Das ist ja alles hier Spanplatte und das ist ja auch schon der Boden. Und es sind eigentlich nur diese Seitenwände und diese Leisten. Ansonsten ist das ja schon Dings. Ich dachte, das ist komplett so, dass so das ab muss und das auf dem Boden. Aber nee, das ist schon der Boden und alles. Oh, das ist ja einfach. Nee, das war jetzt easy. Ich dachte jetzt, da müssen wir voll viel machen. Das haben die also schon eingebaut, als sie das Haus dann gebaut haben, ne? Warte, was ist denn da drunter? So, Ach so, das ist der Boden hier. Ah, okay.
Also hier sind doch noch. Mit Druck musst du machen. Halt Achso, aber da, du musst hier das ist der festhalten. Boden, ja. Und dein Bein dagegen. Genau. Staub. Oh, Zeynep ist super Handwerkerin heute. Ja, da sollte die Tapete eigentlich nicht ab, aber da müssen wir ja eh die alte Tapete dann drauf machen, ne? Weil die Dekotapete kommt ja nur hier auf die Wand. Ah, siehst du, da müssen wir hier ja eben die andere Tapete sowieso tapezieren. Aber die haben wir ja im Keller, ne? Du hast da noch... Ja. Nein. Man muss hier ein Stück von dieser und hier kommt die andere Deko. Also das müssen wir ab. Mal gucken, wie einfach wir diese Tapete hier abkriegen. Weil das ist echt, hier ist auf der hier ist überall diese, was sind das für Wände? Das ist ja kein Rehgips. Span. Das ist Span, genau. Und auf Span, das haben wir nämlich unten ja schon in Küche, Wohnzimmer gehabt. Das komplett ist Dass diese Tapete auf dieses Span so schwer abgeht, das ist eine Katastrophe. Mal gucken, dass wir das hinkriegen. So, der Schrank ist weg. Ah, das war super einfach. Ich hatte mir das viel schwerer vorgestellt, aber das sieht jetzt aus wie so ein Loch in der Wand. Weil da einfach keine Tapete, nichts ist und ich habe ich habe gar nicht dran gedacht, dass ja hier drunter kein Laminat ist. Wir haben ja das Laminat um den Schrank rumgelegt. Zum Glück haben wir aber was im Keller, noch die Reste vom Laminat. Das heißt, das können wir hier legen. Das ist super. Und jetzt muss nur noch die Tapete ab und dann wird hier neu tapeziert. Da kommt ja eben die Motivtapete hin und da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Neuer Tag, der schon wieder fast zu Ende ist. Denn ich weiß nicht, was los ist, aber ich merke das in letzter Zeit. Ihr könnt mir mal sagen, ob ihr auch so fühlt. Aber die Zeit fliegt unnormal schnell. Ich stehe morgen auf, mache hier was, mache da was, dann drehe ich mich schon um. Und der halbe Tag ist einfach um. Also der Tag reicht zu gar nichts gefühlt. Ich weiß nicht, ich bräuchte einen 48-Stunden-Tag. 24 Stunden reichen mir nicht. Genau, ich ziehe mich gleich wieder in bequeme Sachen um. Ich musste jetzt ein bisschen auch was für Instagram machen. Und dann, Papa, schaffen wir heute noch was? Du siehst ja, das ist nicht nur jetzt da einfach was abbauen, sondern du siehst ja, was da rausgekommen ist. Jetzt die fehlende Laminat. Ja, fehlende Laminate. Komplett ist ja nicht das Fehlende. Da wird Berliner Leiste fehlt da jetzt auch. Ja, aber ich sage, die Betten kommen davor, eine Kommode kommt davor, das hinten sieht man gar nicht. Jetzt muss man das holen und dann die diese restlichen Stücke. Also, ihr seht, jetzt müsst ihr nochmal Leiste holen, irgendwas holen, besorgen. Aber gut, wir können ja gleich vielleicht ein bisschen versuchen, Tapete abzumachen oder sowas. Wir schauen mal. Auf jeden Fall, genau, was ich nämlich noch sagen wollte, was ich vergessen hatte, war... Ach so, weil ab und zu mal solche Fragen kommen, wie warum sieht man das Kind nicht oder warum sieht man das eine Kind mehr, das andere weniger. Da wollte ich auch noch mal sagen, ne, dass ihr euch nicht wundern sollt. Ich filme ja nur die und die gerade gefilmt werden wollen. Ne? Es gibt Kinder, die wollen irgendwo mitmachen. Es gibt Kinder, die wollen nicht mitmachen, die wollen in dem Moment nicht gefilmt werden. Das kann Momente sein, Tage sein, Wochen, Monate, Jahre. Ich sag nur, Medium. Ja, also dass ihr Bescheid wisst, ne? Also nicht immer so, ne? Manche Leute gehen immer davon aus, ich habe irgendwie ein Lieblingskind, nur weil das immer halt vor der Kamera steht. Ja, es sind halt welche, die haben halt Box, genauso bei uns auch. Ich stehe gern vor der Kamera, aber zum Beispiel mein Mann nicht, ne? Also das ist halt einfach so. Ihr rennt die Treppen immer runter wie die Elefanten. Aber wirklich, ne? So, also, ich mache jetzt hier noch für Instagram, was ich noch hier zu tun habe, fertig. Und dann schauen wir, was wir noch hinbekommen heute. Ja, wir haben ja jetzt die 2 Spachtel. Oh, 2 Spachtel? Ja. Ach so, oh. Oh. Haben wir nur 2 Spachtel? Vielleicht hat der Bauer noch welche. Wenn du so weiter oben warte mal. versuch zur Seite zu gehen, weil sonst kommen Krümel in deine Augen. Warte, ich mach das mal, weil das stört hier. Wir müssen ja dann auch diesen ganzen Dreck wegräumen. Zieh das ab, wenn du so weit große Stücke hast. Und jetzt geh zur Seite, weil du krümelst in deine Augen. Das ist auch nicht schön, das ist schön, wenn die Arme so offen liegen. Oh, das müssen wir dann auch alles wegkriegen, ne? Ja. Dürfen wir schon anfangen? Ja, ja? Achso, Mach da aber erstmal, zieh die Stücke ab mit der Hand. Mensch, da haben wir nur 2 Spachtel.
Na, Hauptsache ihr habt Spaß. Na, wenn ihr so Spaß habt und wir haben nur 2 Spachtel, na dann macht mal weiter. Es ist nicht mehr so satisfying, warte. Hier. Mach mal auf da. Das ist dein neues Zimmer, Mädchen. Ja, ja. Mach mal auf hier. Oh, voll gruselig. Na, mach zu. So, wow. Die waren aber fleißig und auch schön sauber gemacht. Mensch, ich habe wirklich tolle Mädels. Haben sie alles alleine gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Super, und sogar schön gestaubsaugt und geputzt. Wow, toll. Morgen ist dann der Boden dran und dann hoffentlich die Tapete. Ich habe sicherheitshalber noch eine bestellt. Ach so, falls habe ich die Tapete noch mal gezeigt, falls ihr den letzten Vlog nicht geguckt habt, die da hinkommt. Ich zeige die euch mal. Die ist nämlich hier, da ist der Teppich. Der ist 4 Meter lang in so einem schönen Gelb. Warte mal. So, und das ist die Tapete, falls ihr nämlich den Vlog nicht geguckt habt. Den letzten. So, das ist die wundervolle Tapete und die ist 5 Quadratmeter. Und da hat meine Mutter auch schon gesagt, nee, das wird nichts, du. Deswegen habe ich noch eine bestellt. Die kommt über Amazon Prime, da ist es schnell. Ist am Freitag. Das ist schon da. Das geht immer prima. Ja, ich bin echt gespannt, wie das dann aussieht dann, wenn es da dran ist. Muss ich mir jetzt gerade so visual vorstellen. Nee, ist schwierig. So, ich teste jetzt einmal die schauspielerischen Künste der Kinder. Vor allem Ahmed. Du bist unser Klassenclown. Du bist unser Entertainer. Du wolltest uns jetzt entertainen. Also, ich teste jetzt eure Schauspielkünste. Mike Musa. Machst du mit? Komm. Okay, kann losgehen. Warte mal. Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Oh, da ist die Mutter. Oh. Guck mal. Guck mal. Ey. Aber dann gehen die besser rein. Das wär. So, erste Rolle. Ihr seid jetzt sehr traurig. Oh, der Junge. Danke für den Applaus, danke. Salzbülle. Du Lockenkopf. Ey, ich habe nicht gesagt, ihr sollt euch schlagen, sondern einfach, ihr sollt mit die Mimik, wütende Mimik. Nein, ihr sollt euch doch nicht kloppen. Es ist schauspielerische Kunst, euer Gesicht. Ihr müsst mit eurem Gesicht spielen. Ihr seid jetzt mega wütend. Das muss echt aussehen, eine echte Wut. Aber wenn ich sauer bin, muss ich. Ich habe einen Witz gemacht, der war super witzig. Ja, ne, der war richtig witzig. Du musst dich auch mal ausprobieren. Ja. Was soll das? Gell, Kuckuck. Das ist mein Junge! Mein Junge!
Dankeschön, dass ihr uns zum Lachen gebracht habt. Das war der krönende Abschluss. Und lasst einen Daumen hoch, vergesst nicht die Glocke abonnieren. Abzubeißen. Genau, abzubeißen. Habe ich was vergessen? Und dann der Applaus fehlt, der Applaus. Ja genau, danke meine Zuschauer, dankeschön. So, das war's mit dem Vlog für heute. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, leider durch die Verletzung von meinem Mann und so weiter hat sich das mit dem Zimmer ein bisschen hingezogen. Aber ich denke, für den Vlog für nächsten Sonntag sollte dann das Zimmer fertig sein. Weil das Einzige, was ja jetzt die meiste Arbeit ist, ist ja jetzt dieses Tapezieren und Streichen. Also die anderen Wände werden ja auch jetzt weiß gestrichen. Und das ist eigentlich jetzt die meiste Arbeit. Die wird jetzt mein Mann dann hoffentlich morgen mit seinem Freund übernehmen. Und wenn das nämlich fertig ist, dann geht das andere eigentlich ganz, ganz rucki-zucki. Da müssen wir ja nur noch die fehlenden Möbel, die noch fehlen, besorgen, umstellen, dekorieren. Und das war's eigentlich. Und dann ist das Zimmer eigentlich fertig. Deswegen, nächsten Sonntag gibt es dann auf jeden Fall das richtig schöne... Marianne, ich unterhalte mich hier gerade. Sorry. Luna. Sie muss essen. Sie muss essen. Ach so, die Papa hat sie die ganze Zeit gerufen. Ach so. Ich denke so, was reden die denn da unten? Dabei rufen sie die Katze zum Essen. Nächste Woche gibt es dann auf jeden Fall dann schon das Vorher-Nachher. Ich habe extra noch die Aufnahme so von das Zimmer, wie es ganz am Anfang aussah, damit es wirklich so dieses schöne Vorher-Nachher gibt. Und genau, wir gehen dann gemeinsam eben noch so die Deko einkaufen. Und dann, wie gesagt, die restlichen Möbel, die fehlen. Und dann werden wir gemeinsam dekorieren und gestalten. Und dann bin ich echt gespannt, wie das aussehen wird. Und ja, ob die Mädels so mit ihrer Wahl auch zufrieden sind, werden wir sehen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video dann wieder. Also bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bis dann.